sage den Spielern, jeder soll seine eigene Aufgabe erfüllen. In seinen 155 Pflichtspielen für Borussia Dortmund hat Bodo Schmidt als kompromisslose Abwehrrecke so manche Schlacht geschlagen. An ein Spiel in Köln vor ziemlich genau 30 Jahren erinnert er sich ganz besonders gerne zurück. Im September 1992 muss der BVB ohne seinen Cheftrainer zum Bundesligaspiel beim 1. FC Köln reisen. Ottmar Hitzfeld hatte sich im Training die Achillessehne gerissen und muss die Partie vom Krankenbett aus verfolgen und seinen Co-Trainer per Telefon instruieren. Michael sagt den Spielern, jeder soll seine eigene Aufgabe erfüllen, soll nicht zu sehr auf die Mitspieler achten und dass jeder jetzt plötzlich irgendwelche Kommandos geben will, sondern jeder soll sich auf sich selbst konzentrieren. Ich wünsche dir viel Glück, alles Gute, gute Nerven. Ja? Mach's gut, tschüss Lange. Der Lange, das ist Michael Henke, der Hitzfeld an diesem Tag im Müngersdorfer Stadion vertritt. Grundsätzlich ist es schon immer anders, wenn der Chef nicht da ist, so sagen wir mal so. Das ist so. Aber wir waren zu dem Zeitpunkt eine Mannschaft, die sehr zielgerichtet war und unbedingt Erfolg haben wollte, eigentlich so. Und da hat das dann nicht viel ausgemacht. Bodo Schmidt bekommt es in diesem Spiel hauptsächlich mit dem trickreichen Weltmeister Pierre Littbarski zu tun. Ich habe immer gesagt, je schwerer die Aufgabe oder desto reizvoller so. Und ja, das muss man halt annehmen. Also das sind dann auch schöne Spiele, wenn man gegen solche namhaften Spieler spielen darf. Das hat ja auch oft gut geklappt. Oft, aber nicht immer. Ich meine, klar, es sind viele Situationen, wenn man Verteidiger ist und dann verschätzt man sich auch mal oder verliert mal einen Zweikampf, das ist so. Und dann braucht man vielleicht auch das Glück. Man hat ja auch noch Mitspieler, so wie in dem Fall Stefan Klos, und auf den kommt man sich immer gut verlassen. Und gelegentlich muss auch ein Verteidiger mal ein Zeichen setzen. Ja, gelbe Karte, vielleicht war es auch gerechtfertigt, weiß ich nicht. Bodo Schmidt macht an diesem Tag ein großartiges Spiel und ist sogar an vielen Offensivaktionen beteiligt. Kurz vor der Pause haben sich schon fast alle mit einem 0:0 abgefunden. Nicht aber Bodo Schmidt. Wenn ich mich recht erinnere, ist es so, dass Littbarski angespielt werden soll. Ich erahne das und gehe dann dazwischen, also komme vor ihm an den Ball. Und dann muss ich normalerweise in dem Moment ja auch den Schwung nutzen, weil ich ja in dem Moment in der Vorwärtsbewegung bin. Dann kommt, glaube ich, noch ein Spieler auf mich zu, der erwartet irgendwie ein Abspiel, fällt dann hin, weil ich das eben nicht mache. Dann kommt immer sozusagen immer die nächste Situation und dann führe ich den Ball weiter, mich greift keiner an. Das ist eben das Gute bei dem Verteidiger, wenn er dann diese Situation ausnutzt, dass keiner sich direkt für ihn verantwortlich fühlt. Und erst als sich dann jemand verantwortlich gefühlt hat, war ich ja schon relativ weit vorne. Dann habe ich eine schöne Finte gemacht und so schnell geht's. Auf einmal ist man im 16er und dann war es ein relativ trockener Abschluss. Also es war ein wirklich schönes Tor tatsächlich. Also am nächsten Tag stand, glaube ich, oder eine Schlagzeile, da stand irgendwie Schmittinho irgendwie auf dieses Tor. Das war auch ein feiner Spitzname, der ja allerdings nur als Schlagzeile war. Das war nachher auf keinen Fall ein Spitzname. Aber natürlich hat man den einen oder anderen Flachs ertragen müssen. Der BVB führt also zur Pause. Ein weiterer Beleg für Schmidts Glanzleistung an diesem Tag: Pierre Littbarski wird in der Halbzeit ausgewechselt. Nach dem Wechsel brennt es des Öfteren im Dortmunder Strafraum. Stefan Klos muss einige Glanztaten zeigen. Als auch er in der 79. Minute geschlagen ist, rettet der Pfosten. Und ansonsten ist zumeist Bodo Schmidt zur Stelle. Ja, so gewinnt man Spiele. Das ist so. Und dann braucht man eben auch, wenn man unter Druck gerät, auch das nötige Quäntchen Glück, das wir in dem Moment wohl hatten. Und da gehören dann aber auch mal gute Abwehraktionen dazu. Am Ende gewinnt Borussia Dortmund mit 1:0 in Köln. Durch das Tor von Bodo Schmidt. Einen Treffer, den ihm viele so gar nicht zugetraut hatten.
früher in der Jugend war ich auch Stürmer, also ich kenne das schon und habe viele Tore geschossen. Aber klar, wenn man nicht so häufig Tore schießt, weil man eben eher Verteidiger ist, dann sind das schon besondere Momente. Und wenn das Spiel dann 1-0 gewonnen wird, dann ist es umso wichtiger und schöner, klar. Rein von dem, dass ich da jetzt das entscheidende Tor geschossen habe und so, war das schon ein besonderes Spiel. Ja.